Sowohl Anfänger als auch langjährige Spieler frustrieren an den unterschiedlichsten Problemen von League of Legends. Meistens sind es Kleinigkeiten, die einen davon abhalten, die Lorbeeren einer erfolgreichen Runde zu ernten und mit einem GGVP aus dem Salzsturm der Gefühle emporzutreten. Die Simple League-Reihe hilft euch durch kleinere Guide-Videos in das Spiel zu finden, Strategien zu entwickeln oder sogar euren Freunden etwas mehr über dieses Spiel beizubringen. Wir wollen euch nicht in feste Rahmen zwängen oder Challenger-Guides ersetzen. Unser Ziel ist es, euch dem Spiel näher zu bringen und zu versuchen, somit das gemeinsame Spielen einfacher und amüsanter zu gestalten. Fühlt euch willkommen, auch euer Wissen in den Kommentaren zu teilen. Willkommen zu Simple League, heute mit dem Thema Champions, ihre Abilities und Attribute. Champions sind die von Spielern kontrollierbaren Charaktere in League of Legends. Jeder Champion hat seine eigenen einzigartigen Abilities und Attribute. Abilities sind Fähigkeiten, die ein Champion innerhalb eines Spieles wirken kann. Im Generellen besitzt jeder Champion ein Kit aus einer passiven, 3 weiteren aktiven oder passiven Abilities, die bis zu 5-mal aufgewertet werden können, einer Ultimate ab Level 6, die bis zu 3-mal aufgewertet werden kann, 2 Summoner Spells, die vor dem Start einer Runde ausgewählt werden können und einem 8-sekündigen Backport Spell. Abilities können anhand von bestimmten Champion-Stats scalen. Sie besitzen eine Cooldown-Zeit und haben je nach Champion entsprechende Ressourcenkosten zu tragen. Abilities können aber auch weitere Komponenten besitzen, wie zum Beispiel die Range zwischen Caster und Ziel oder die Cast-Time, in welcher ein Champion keine andere Aktion tätigen kann, solange die Fähigkeit nicht vollständig gewirkt worden ist. Darüber hinaus können Abilities eine aktive, die beim Aktivieren der Fähigkeit ausgelöst wird, und eine passive, die den Champion betreffen, ohne dass man irgendwas dafür tun muss, besitzen. Abilities werden in Combat und Utility kategorisiert. Combat Abilities enthalten offensive oder defensive Aspekte. Darunter fällt der Schaden an Champions, Minions oder Monstern, die Crowd Control, auch CC genannt, die die Fähigkeiten der Champions zu kämpfen blockiert oder einschränkt, die Buffs, die dem Caster selbst oder Verbündeten zusätzliche Effekte gewähren, und die Debuffs, die den Gegner oder dessen Verbündete mit negativen Effekten beeinflussen. Utility Abilities enthalten Aspekte der Nützlichkeit. Darunter fallen Blinks und Dashes, sowie Flash, Healings, Shields, Stealth, Unverwundbarkeit und Unzielbarkeit. Es gibt auch die Kategorisierung von Abilities in Point-and-Click, Fähigkeiten und Skillshots. Genauso gut können Abilities aber auch in AOE, also Flächenschaden, und Non-AOE Abilities kategorisiert werden. Die Basic-Attribute eines Champions zeichnen dessen Stärken und Schwächen aus. Attribute können über einen gewissen Zeitraum des Spiels anhand von Runen oder Items verbessert werden. Wie bereits vor einigen Minuten erwähnt, nehmen Attribute auch Einfluss auf die Abilities eines Champions. Man kategorisiert Attribute in Offensive, Defensive, Utility und sonstige Attribute. Attack Damage, auch Angriffsschaden oder physischer Schaden genannt, beschreibt den Grundschaden von automatischen Angriffen, den sogenannten Basic Attacks, und steigert den Schaden von einigen Abilities. Ability Power, auch Fähigkeitsstärke oder magischer Schaden genannt, sieht das Scaling von einigen Abilities vor. Die Rüstungs- und Magiedurchdringung, im Englischen Armor and Magic Penetration, beschreibt, um was für einen Wert die physische oder magische Rüstung des Ziels reduziert wird. Die Angriffsgeschwindigkeit beschreibt die Rate von Basic Attacks pro Sekunde. Die Crit-Chance ist die Chance auf einen kritischen Treffer, der dem Ziel im Generellen den Doppelten des eigentlichen Schadens zufügt. Lifesteal ist ein prozentualer Wert des physischen Schadens, den man pro Basic Attack als eigenes Leben wiederbekommt. Um sich vor physischem oder magischem Schaden zu schützen, versucht man die Werte der eigenen Rüstung oder Magieresistenz zu erhöhen. Die Lebensleiste beschreibt das Leben, das ein Champion besitzt, und die Health Regeneration beschreibt die Regeneration von Leben über 5 Sekunden. Tenacity ist der prozentuale Widerstand gegenüber harten Einschränkungen der Kampfmöglichkeiten, auch Hard CC genannt. Hierbei wird die Zeit der Einschränkungen um den prozentualen Wert verkürzt. Die Hidden Stats, Slow Resistance und Healing and Shield Power bestimmen zum einen über die Stärke von geschwindigkeitseinschränkenden Debuffs und zum anderen über die Stärke von Shields and Heals. Die Cooldown Reduction beschreibt die prozentuale Reduzierung der Abklingzeiten von Abilities. Ebenso gehören hier auch die Ressourcen wie Mana, Energy oder andere Ressourcentypen sowie deren Regenerationsraten über 5 Sekunden hin. Der Erfahrungsbalken hält uns auf dem Laufenden über die benötigten Erfahrungen für ein Level up. Die Gold Generation ist die Rate vom passiven Goldeinkommen. Der Movement Speed gibt uns die Geschwindigkeit eines Champions wieder. Und die Range beschreibt die Entfernung, die ein Basic Attack oder eine Ability erreichen kann. Champions können anhand ihrer Attribute und ihrer Abilities in Klassen und Rollen eingeteilt werden. Anhand dieser Einteilungen können eure Positionierungen festgelegt werden und sogar strategische Zusammensetzung eines Teams für erfolgreiche Runden gefunden werden. Im Großen und Ganzen haben wir uns erfolgreich durch die einfachen Aspekte der Abilities und Attribute gekämpft
Auf diesem Wissen aufbauend werden wir dann zunächst die Rollen und Klassen der Champions definieren und daraufhin einige strategische Zusammensetzungen, auch Compositions genannt, miteinander durchgehen. Solltet ihr noch Fragen haben oder auch euer Wissen mit allen teilen wollen, fühlt euch frei, euch in den Kommentaren auszutoben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch in den nächsten Parts der Simple League Reihe anzutreffen. Bye bye!